Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Servus zusammen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um den Ascher Racing Push-Pull Rally Shifter. Der Shifter wurde mir von der Firma Simtex Simulators zur Verfügung gestellt. Das weitere Zubehör wie Kabel und Halterung wurde mir direkt von Ascher Racing zur Verfügung gestellt. Da einige von euch vielleicht nicht wissen, was ein Push-Pull Rally Shifter ist, werde ich es euch kurz erklären. In modernen Rallye-Autos wird schon lange Zeit nicht mehr über einen manuellen oder sequenziellen Shifter geschaltet, welcher im Bereich der Mittelkonsole verbaut war. Beispielsweise in der WRC wird ein sogenannter Push-Pull-Shifter genutzt. Wie der Name schon sagt, kann man diesen Shifter ziehen und drücken. Also Hoch- und Runterschalten wird über einen einzigen Shifter durchgeführt, welcher direkt in Lenkradnähe und somit auch im Zugriffsbereich für den Fahrer angebracht ist. Somit muss der Fahrer nicht mehr die Hände vom Lenkrad nehmen, um zu schalten. Da es in den großen Rallye-Meisterschaften wie der WRC heute zu sehr hohen Geschwindigkeiten und zu immer kleiner werdenden Zeitabständen kommt, ist es sehr wichtig, dass der Fahrer die komplette Kontrolle über sein Fahrzeug hat. Durch den in Lenkradnähe angebrachten Shifter erhöht sich somit die Zeit, in der der Fahrer mit zwei Händen am Lenkrad fahren kann. Die Nutzung eines einseitig angebrachten Shifters ist, damit sich mit einer Hand voll und ganz auf das Lenken konzentriert werden kann, während die andere Hand beim Lenken unterstützt und auch einen Schaltvorgang durchführen kann, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Somit muss die Hand nur vom Lenkrad genommen werden, wenn man die Handbremse betätigen möchte. Das ist sicherer, angenehmer für den Fahrer und natürlich auch schneller. Wenn alles soweit verstanden ist, kommen wir nun zum Shifter. Beginnen wir mit dem Paketinhalt, welchen wir bekommen, wenn wir den Shifter bestellen, und zu dem Zusammenbau. Alles, was hier liegt, besteht aus zwei Paketen. Einmal das Paket mit dem Shifter und ein Paket mit der Halterung und der Verbindungsmöglichkeit mit dem PC. Beginnen wir mit dem Shifter-Paket. Dieses kleine Teil hier ist der eigentliche Shifter, um den es in diesem Video geht. Seitlich haben wir 4 Gewinde, um den Shifter mit der Halterung zusammenzubauen. Hier haben wir noch 2 weitere Gewinde, diese sind für das Pedal. Das Pedal ist komplett aus Carbon, also auch sehr leicht. Es gibt hier 2 Varianten, eine Small und eine Large Variante. Small, also die kleine Variante, ist 4 mm dick und hat eine Spannweite von 159 mm. Large, also die große Variante, ist 5 mm dick und hat eine Spannweite von 198 mm. Ich habe hier die Large Variante, welcher der beiden meiner Meinung nach am besten geeignet ist, dazu komme ich später und erläutere dort auch warum. Das Pedal schrauben wir nun mit diesen beiden Schrauben an den Shifter. Ebenfalls im Paket haben wir diese beiden Spacer.
Diese dienen als Anpassungsmöglichkeit, um das Pedal noch einmal etwas weiter weg oder etwas näher zum Lenkrad anzuschrauben. Das Pedal können wir übrigens auch beidseitig am Shifter montieren. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Teil des Shifters. Diese beiden Kreistaschen sind für die Magnete, denn wir haben ja einen Magnetic Shifter. Hier haben wir 3 verschiedene Varianten an Magnete, welche wir verwenden können. Diese können wir so kombinieren, wie wir es möchten. Da wir immer 2 Magnete kombinieren müssen, ergeben sich also 6 verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Magnete kombinieren können. Jede Kombinationsmöglichkeit ergibt eine andere Stärke des Schaltvorgangs. Die Variante mit dem kleinsten Widerstand haben wir mit den beiden kleinen Magneten. Damit müssen wir 5 Newton aufbringen, um zu schalten. Die Variante mit dem höchsten Widerstand haben wir mit den beiden großen Magneten. Bei dieser Variante müssen wir 15 Newton aufbringen, um zu schalten. Also müssen wir 3-mal so viel Kraft aufbringen als mit der kleinsten Variante. Wir können aber auch, wenn uns 15 Newton zu viel und 5 Newton zu wenig sind, die beiden mittelgroßen Magnete nutzen. Aber auch eine Kombination aus einem großen Magnet und einem kleinen Magnet ist möglich. Somit haben wir sehr viel Spielraum, um uns das Schaltgefühl so anzupassen, wie wir es gerne möchten. Ich platziere jetzt die beiden kleinen Magnete in den Kreistaschen. Um die Magnete zu wechseln, nehme ich mir jetzt einen anderen Magnet und hole einen der beiden Magnete wieder raus. Der zweite Magnet fällt dann von selbst raus. Ich hatte zu Hause noch einen anderen Magnet, mit dem ich die Magnete etwas besser herausnehmen kann, da ich diesen besser greifen kann.
Das ist somit das erste Paket. Dieses Paket kostet mit dem großen Carbon Paddle 209 und mit dem kleinen Paddle 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Jetzt kommen wir zum Mountain Bracket Push-Pull Rally Shifter Paket. Dieses Paket benötigt ihr, um den Shifter mit eurem PC zu verbinden und um ihn am Simulator zu verbauen. Gehen wir zuerst auf die Kabel ein. Es gibt 3 verschiedene Varianten, um den Shifter mit dem PC zu verbinden. Dazu blende ich euch mal dieses Bild ein. Die linke Variante ist mit einem weiblichen 0,1 Zoll Jumper Verbinder ausgestattet, um den Shifter mit einer Platine oder auch den Häuschen-Pedalen zu verbinden. Dieses Kabel ist 2 Meter lang. Die mittlere Variante benötigt ihr, um den Shifter direkt mit eurem SimmoCube zu verbinden. An eurem SimmoCube habt ihr eine externe X12-Buchse, wo ihr dieses Kabel reinstecken könnt. Dieses Kabel ist ebenfalls 2 Meter lang. Kommen wir zur rechten, noch letzten Verbindungsmöglichkeit. Mit diesem 0,4 Meter langen Kabel könnt ihr den Shifter direkt mit eurer Fanatec Clubsport Base verbinden. Der Stecker wird einfach in den Shifter 2-Port eingesteckt. Die Kabel gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen und kosten dann jeweils 4,90 € inklusive Mehrwertsteuer. Diese Seite des Kabels einfach mit dem Kabel am Shifter verbinden und das Kabel auf der anderen Seite mit dem passenden Gerät verbinden. Da ich eine SimmoCube 1 OSW besitze, habe ich die mittlere Variante gewählt, damit ich den Shifter direkt an mein SimmoCube anschließen kann. Kommen wir nun zu den Befestigungsmöglichkeiten des Shifters. Hier könnt ihr zwischen 3 Varianten wählen. Die erste Variante ist für die Besitzer eines Dial Drive mit einer Miege, AKM oder Lensebase Halterung. Die zweite Variante ist für die Besitzer einer Fanatec Clubsport Base und die dritte Variante ist für die Besitzer eines Fanatec Direct Drive. Ich habe hier die erste Variante, da ich einen Miege-Motor besitze. Der Unterschied der einzelnen Versionen liegt nur darin, dass wir unterschiedliche Lochbilder haben und somit auch unsere Halterung die Löcher an unterschiedlichen Positionen haben muss. Da meine Version für 3 verschiedene Direct Drive Systeme ist, hat diese Halterung 2 verschiedene Lochbilder, um alle Direct Drive Systeme abzudecken. Auch diese Teile gehören zur Befestigungsmöglichkeit des Shifters. Um euch zu zeigen, für was diese sind, werde ich zuerst alle zusammenbauen. Beim Zusammenbau empfehle ich euch zuerst die Halterung zusammenzubauen und dann erst den Shifter inklusive der Halterung an eurem Simulator zu montieren.
Jetzt sind wir hier am Simulator und ich habe die Shifterhalterung mit den beiden rechten seitlichen Schrauben der Mieke-Halterung verschraubt. Der Shifter ist jetzt am Simulator befestigt und kann so genutzt werden. Zuerst gehen wir jetzt aber noch etwas genauer auf die einzelnen Komponenten der Shifterhalterung ein. Der hintere Teil der Shifterhalterung, welcher direkt mit der Mieke-Halterung verschraubt ist, hat eine Verstellmöglichkeit, um den Shifter näher bzw. weiter weg von der Lenkachse zu montieren. Je nach Lenkraddurchmesser und eigener Vorlieben muss man den Shifter näher oder weiter weg zur Lenkachse montieren. Ich habe hier ein großes Rallye-Lenkrad mit einem Durchmesser von 35 cm. Momentan ist der Shifter ganz außen montiert, sodass die äußere Kante des Pedals fast parallel zum äußeren Rand des Lenkrades ist. Ich blende jetzt die technische Zeichnung mit den Maßen ein. Wie wir sehen, ist der äußere Rand des Pedals bei 159 mm. Dies würde also auf ein Lenkrad mit einem Durchmesser von etwa 32 oder 33 passen. Wenn wir die äußere Position nutzen, kommen wir auf einen Abstand zur Achse des Lenkrades von 171 mm. Dies entspricht einem Durchmesser von 342 mm. Diese Position passt also perfekt auf mein 35er Rallye-Lenkrad. Wenn wir den Shifter ganz nach innen verschieben, kommen wir auf einen Abstand zur Achse unseres Lenkrades von 147 mm. Dies entspricht einem Durchmesser von 294 mm. Diese Position würde also auf ein 30er oder 31er Lenkrad passen. Wenn wir jetzt ein kleines Lenkrad montiert haben, müssen wir den Shifter weiter nach innen montieren. Dazu lösen wir die 4 Schrauben, welche die beiden Teile der Halterung verbinden, und versetzen den Shifter weiter nach innen. Eine Stufe weiter nach innen versetzt den Shifter um 12 mm. Zwischen der äußeren und der inneren Befestigungsmöglichkeit sind es also exakt 24 mm. Nun kommen wir zum zweiten Teil der Shifterhalterung und somit auch zur zweiten Verstellmöglichkeit. Zuerst lösen wir diese Schrauben an der Ober- und Unterseite der Halterung. Jetzt können wir die Schrauben in der Führung verschieben. Somit können wir den Shifter um 9 mm weiter nach vorne oder nach hinten verschieben. Außerdem können wir den Shifter bis zu 30 Grad über die Führungen drehen. Sollte der Shifter immer noch zu weit weg vom Lenkrad sein, gibt es für das Teil, welches direkt mit dem Shifter verschraubt ist, unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichen Längen. Ich habe hier die Standardlänge, die anderen Versionen blende ich jetzt ein. Die linke Version ist die Standardversion, welche wir gerade am Simulator montiert haben.
Mit dieser Version können wir einen Abstand zwischen 43 und 52 mm von unserer Mieke-Halterung erreichen. Wie man auf der Zeichnung sehen kann, ist der Abstand noch etwas größer, wenn wir den Shifter um bis zu 30 Grad drehen. Sollten diese Abstände dennoch nicht reichen, müssen wir eine längere Version der Halterung bestellen. Die zweite Halterung von links ist 25 mm länger als die Standardversion. Die Version rechts daneben ist 55 mm länger als die Standardversion und die Version auf der rechten Seite ist 85 mm länger als die Standardversion. Die verschiedenen Versionen kosten 15 bis 25 Euro, wenn ihr sie einzeln kaufen möchtet. Da ihr aber normalerweise die richtige Länge schon im Mounting Bracket Push-Pull Rally Shifter Paket kauft, müsst ihr die längeren Versionen nicht mehr einzeln kaufen, sondern wählt direkt die richtige Länge für euren Simulator im Paket. Das Paket mit der Standardlänge kostet 39 Euro, das Paket mit der 25 mm längeren Version kostet 43 Euro, das Paket mit der 55 mm längeren Version kostet 46 Euro und das Paket mit der 85 mm längeren Version kostet 49 Euro. Die verschiedenen Kabelversionen und die Halterungsversionen für die verschiedenen Wheelbases machen keinen preislichen Unterschied. Somit bezahlt ihr für das Shifter-Paket 199 Euro oder 209 Euro, je nach Pedalgröße, und dazu noch zwischen 39 und 49 Euro für das Mounting Bracket Push-Pull Rally Shifter Paket, je nach Längenabstand, die ihr für euren Simulator benötigt. Jetzt erkläre ich euch noch, warum ich die größere Pedal-Version für die bessere Version halte. Wenn ich fahre, habe ich beide Hände am Lenkrad. Desto länger ich mit zwei Händen am Lenkrad fahren kann, desto besser ist es. Wenn ich allerdings viel einlenken muss, komme ich nicht mehr an das Pedal ran. Also muss ich die Hand etwas vom Lenkrad nehmen, um zu schalten. Da die aktuellen WRC-Autos, welche solche Shifter nutzen, einen nicht mehr ganz so großen Lenkradschlag nutzen, kann ich meistens im Bereich des Pedals lenken. In manchen Kurven kommt es aber trotzdem vor, dass ich weiter einlenken muss und meine rechte Hand sich dann nicht mehr im Zugriffsbereich des Shifters befindet. Wenn das Pedal aber einen größeren Lenkbereich wie bei der größeren Version abdeckt, erhöht sich somit auch die Zeit und die Häufigkeit, bei der wir die Hand am Lenkrad lassen können. Ganz vermeiden lässt es sich natürlich nicht, dass wir die Hände vom Lenkrad nehmen müssen, aber wir können die Zeit mit Hand am Lenkrad deutlich erhöhen. Daher empfehle ich euch die Large-Variante des Pedal Shifters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Jetzt habe ich noch ein paar Onboard-Aufnahmen aus meinem Simulator mit dem Pedal Shifter vorbereitet. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Fünf, 4, 3, 2, 1, los. 50, Abzweig verdeckt, 2 links, 160, langsam, links halten über Kuppe, in Schikane, links Eingang eng, 130, Schikane, rechts Eingang eng, 150, Kuppe und Abzweig verdeckt, 2 rechts, don't cut, 120, 4 links, lang, macht zu, 50, Abzweig verdeckt, 1 rechts, 120, Abzweig verdeckt, 1 links, 80, 6 rechts lang, in 5 links, 80, Kuppe, 50, Abzweig verdeckt, 3 links, macht auf, 50, Kuppe voll, 120, Kuppe und Gabel verdeckt, 3 rechts, don't cut, über Kuppe macht auf, 250,
durch Senke, Abzweig, 2 rechts, don't cut. 50, Abzweig, 3 links, don't cut, macht auf, in 5 links, 150, langsam, 6 links, über Kuppe, in Abzweig, 1 rechts, don't cut, 120, Kuppe, in 6 rechts, sehr lang, über Wellen, 100, Kuppe voll, 120, Abzweig, kehre rechts, spät, umballen. In 6 links, in 6 rechts lang, macht auf über Kuppe, in 4 links lang, in 4 rechts lang, macht zu 3, don't cut, in 5 links über Kuppe, 100, 5 rechts, 100, 5 links, macht auf über Kuppe, 80, 6 rechts, extra lang, über Kuppe, langsam 30, 1 links, Abzweig, don't cut. 30, Abzweig verdeckt, 2 links, macht auf, 200, Kuppe voll lang, 80, 6 links, 200, großer Sprung voll, 120, Kuppe voll, 100, Kuppe und 5 rechts über Kuppe, langsam 6 links und Abzweig verdeckt, 2 rechts. 100, Abzweig verdeckt, 2 rechts. 120, Kuppe und 6 links lang, 70, voll links über Kuppe, 100, 5 rechts lang, macht zu, in 5 links lang, macht zu, macht auf, über Ziel, 180,